Warum verziehen sich Schweißbaugruppen beim Heften mehr als erwartet? Darüber müssen wir reden. Mein Name ist Bernd Pille und das ist der Betriebsmittel-Podcast Fix und Fertig. So, die allererste Antwort auf die Frage, warum verziehen sich Schweißbaugruppen so sehr, ist eigentlich ganz einfach. Wegen der Wärme. Also ich bringe Wärme rein und das verzieht sich das Ganze. So, damit sind wir fertig, können wir die Folge zumachen. Nein, Spaß beiseite. So ist es natürlich nicht. Also grundsätzlich schon, weil ein Verzug beim Heften entsteht natürlich logischerweise dadurch, dass ich mit dem Schweißbrenner, mit der Schweißnaht oder mit den Heftpunkten, die ich setze, bringe ich eine gewisse Wärme in die Bauteile hinein. Dadurch verändere ich das Gefüge in den einzelnen Bauteilen im Metall, sage ich mal, oder auch im Aluminium logischerweise. Und dadurch entstehen Spannungen, weil sich eben dieses Gefüge verändert und verziehen will. Und dadurch entsteht ein Verzug an der Baugruppe. Da müssen wir jetzt mal also das ist ja grundsätzlich erstmal Fakt. Das können wir auch nicht wegdiskutieren. Wir können nur gucken, wie können wir dem Ganzen gegenübertreten und was können wir machen. Und da verfolgen wir immer 2, 3 Ansätze und die möchte ich heute gerne mal vorstellen. Das ist nämlich auf der einen Seite ganz klar das Spann- und Fixierkonzept. Das heißt, ich muss wirklich hingehen und sagen, die einzelnen Bauteile müssen exakt in Position gebracht werden. Ich muss abschätzen können, wie viel Kraft muss ich aufbringen, damit ich das Teil in der Position, in der Vorrichtung halte. Und dafür brauche ich eine stabile, solide Auflage. Ich brauche einen stabilen Spanner, der die entsprechenden Spannen, aber auch ganz wichtig Haltekräfte hat, weil das mit dem einen spanne ich etwas runter und mit dem nächsten halte ich es zu. Und es sind nicht immer gleich. Also da darauf achten bei der Auswahl der Spanner, Spannkraft, Haltekraft ist ein Unterschied. Könnte man schon wieder fast eine eigene Folge von machen, aber ich glaube, das für heute reicht es erstmal so. Also, nochmal kurz zurück. Wir haben eine Auflage, wir haben ein Spannstück, wo ich das Blech oder das Bauteil oder den Flachstahl oder was auch immer ich verschweißen will, wirklich einspanne, einklemme und ich habe dem Spanner selbst, der die Spannkraft und die Haltekraft aufbringt. Das Ganze muss ich so passend positionieren, dass ich den zu erwartenden Kräften, das kann man teilweise berechnen und auch abschätzen, Erfahrungswerte kommen damit rein, dass ich da entsprechend die Haltekräfte dann auch habe. Und dann habe ich eine gute und saubere Absprungbasis. Der zweite Punkt ist, um diese Kräfte an den passenden Stellen einzuleiten, brauche ich das entsprechende genaue und wiederholgenaue Fixiersystem. Das heißt, ich muss mir für jedes einzelne Blechteil eine Positionierung, eine Aufnahme überlegen, dass ich exakt immer an der gleichen Stelle bin, weil nur so kann ich gewährleisten, dass jeder einzelne Spanner und jede einzelne Auflage das Bauteil immer reproduzierbar an der gleichen Stelle wieder trifft. Also auch ganz wichtig, immer wirklich exakt genau positionieren und ein wiederholgenaues Prinzip überlegen. Und der dritte Punkt ist dann, ich muss schauen, dass ich die im Prozess entstehende Wärme möglichst gut nach außen wegbringe. Das heißt, ich kann arbeiten über beispielsweise Kupferaussagen. Kupfer zieht gut Wärme heraus aus dem Schweißprozess. Weiter habe ich den Vorteil, wenn ich bei dünnen Blechen unterwegs bin und ich komme leider dahin, dass ich gerade am Anfang vielleicht mal durchbrenne, durchschweiße, dann geht das Ganze keine Verbindung ein, weil Kupfer mit beispielsweise normalem Stahlblech kann ich nicht miteinander verbinden. Das heißt, ich schweiße dann durch, aber die Auflage ist dann nicht quasi festgeschweißt, als wenn sie aus Stahl wäre. Das nur auch mal am Rande. Ein anderes Thema, wie ich auch exzellent Wärme aus der Vorrichtung herausbringen kann, aus der Baugruppe herausbringen kann, sind beispielsweise Kühlbacken. Wir haben das für einige Kunden schon gemacht, wenn ich wirklich extreme Wärme reinbringe durch den Schweißprozess, weil ich hohe Widerstandskräfte habe beim Widerstandspunktschweißen beispielsweise, dann kann ich hingehen, mir ein Stahlstück nehmen, ich kann mir Kühlbohrungen da reinmachen und ich brauche dann allerdings logischerweise ein Kühlaggregat, was ich neben meiner Anlage stehen habe,
und dieses Kühlaggregat kann dann das Wasser im Prinzip die ganze Zeit durch die Vorrichtung pumpen und fließt dann ja genau in den Bereichen, in denen geschweißt wird, her, um die Vorrichtung, um die Bauteile entsprechend zu kühlen und um so den Schweißverzug ein Stück weit herunterzubringen. Ich glaube, das sind 3 ganz gute Ansätze, über die du vielleicht mal nachdenken kannst, ob das für dich ein Thema ist, ob das für dich interessant ist. Wenn du Bock hast, mit mir darüber mal zu reden, kannst du mich gerne kontaktieren. Schreib mir über LinkedIn, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail. Auf meinem LinkedIn-Profil oder auf unserer Website findest du alle nötigen Kontaktdaten. Und bis dahin wünsche ich dir bei deinen Schweißbaugruppen immer möglichst wenig Schweißverzug. Bis zum nächsten Mal.